Seit dem 28.11. dürfen wir auch in Deutschland in den Genuss des neuen Films von Regisseur Robert Eggers kommen. Die Rede ist natürlich von Der Leuchtturm beziehungsweise The Lighthouse, wie er im Original heißt. Kritiker auf der ganzen Welt feiern diesen Film und er zählt mitunter zu den Favoriten des Jahres. Was diesen außergewöhnlichen Genremix aus Horror, Kammerspiel und Psychothriller so besonders macht und wieso ihr ihn euch nicht entgehen lassen solltet, das erfahrt ihr in diesem Video. Mein Name ist Kobaltstring und das ist meine Kritik zu Lighthouse. Der Plot lässt sich eigentlich sehr leicht zusammenfassen. Der Leuchtturmwärter Thomas Wake und sein neuer Gehilfe Ephraim Winslow sollen um etwa 1900 für 4 Wochen einen Leuchtturm auf einer kleinen felsigen Insel bewachen. Doch zwischen den beiden Männern herrscht ein Ungleichgewicht und jeder von ihnen scheint etwas zu verbergen. Besonders das Licht des Leuchtturms und eine kleine Holzfigur, welche eine Meerjungfrau darstellt, spielen dabei eine große Rolle. Dazu kommt, dass Wake ein Trunkenbold ist und Winslow wie einen Sklaven behandelt. Dass das nicht lange gut gehen kann, wird schnell klar und irgendwann verfallen beide Männer in einer gewalttätigen und paranoiden Abwärtsspirale dem Wahnsinn, welcher sie völlig zu zerschmettern droht. Tell me, what's a timberman want with being a wickie? Just looking to earn a living, just like any man. Starting new. On the run. The Lighthouse ist anders, nicht gewöhnlich. Und das erkennt man schon sehr schnell daran, dass beispielsweise das Bildformat völlig ungewohnt ist. Denn Robert Eggers hat sich bewusst dazu entschieden, seinen zweiten Spielfilm auf Film im 1,19:1 Format zu drehen. Doch damit hört der Spaß noch nicht auf. Tatsächlich ist The Lighthouse durch und durch ein Schwarz-Weiß-Film und dabei noch mit Mono-Sound. Und auch wenn jetzt viele erschreckt sein mögen und sich fragen, ob sie sich so etwas im Jahr 2019 noch antun sollten, so sei an dieser Stelle gesagt, anders hätte Eggers es gar nicht machen dürfen. Denn all das verleiht The Lighthouse ein wirklich besonderes Gefühl, eine Atmosphäre und Bildgewalt, welche die meisten modernen Filme in dieser Form niemals erzeugen könnten. Das liegt aber auch am Tempo des Films. So wird nämlich nicht nur technisch mit modernen Sehgewohnheiten gebrochen, sondern auch in Sachen Storytelling. The Lighthouse kommt sehr langsam in Fahrt und nimmt sich reichlich Zeit, vielleicht sogar etwas zu viel Zeit, seine düstere, raue und unbarmherzige Welt aufzubauen und den ebenso kantigen Charakteren Leben einzuhauchen, bevor es dann das eigentlich Interessante an diesem Film wirklich beginnt: der Kampf mit dem Wahnsinn. Wie in einem klassischen Kammerspiel kämpfen die beiden Hauptdarsteller Willem Dafoe und Robert Pattinson hier mit Worten gegeneinander und spielen sich dabei gegenseitig an die Wand, liefern vermutlich beide die besten Leistungen ihrer Karriere und beweisen besonders im Fall von Robert Pattinson, dass ihm weitaus mehr drin ist als die Hauptrolle in Twilight. Dabei findet vor allem ein Wechselspiel zwischen Ruhe und Aufbrausen statt, bei dem die beiden Hauptakteure, die nebenbei bemerkt auch eigentlich die einzigen Akteure sind, immer wieder seicht und bodenständig spielen, bis sie im nächsten Moment plötzlich in völlig exzessives Overacting fallen, das aber nicht laienhaft, sondern gewollt und vor allem gekonnt wirkt. Und so ist es vor allem die Leistung dieser beiden Männer, die dazu führt, dass der Film im zweiten und im dritten Akt teilweise unglaublich intensiv wird und man sich in keinem Fall von der Leinwand lösen könnte. Auch inhaltlich kann The Lighthouse durchaus überzeugen, so gibt er uns allerlei Material an die Hand, um zu interpretieren, zu spekulieren und vor allem nachzudenken. Dabei sind besonders die Parallelen zur Sage von Prometheus nicht von der Hand zu weisen, welche wie Robert Eggers Film ein Licht bzw. das Feuer der Götter zu einem Kernelement der Handlung macht. Und so ist es vor allem jenes, welches neben den vielen Bezügen auf alte Seefahrermythen besonders viel Spielraum für Interpretation bietet. So könnte es natürlich eine Art göttliche Macht repräsentieren, um welche die beiden Männer schlussendlich kämpfen und welche vor allem Thomas Wake für sich geheim halten möchte. Eine weitere und, wie ich auch finde, deutlich interessantere Interpretation wäre jene, dass das Licht des Leuchtturms das Glücksversprechen des Kapitalismus symbolisiert und so der Konflikt zwischen den beiden Männern als eine Art Klassenkampf zu verstehen ist. Das erscheint auch völlig schlüssig, denn immerhin will Ephraim Winslow den Job als Leuchtturmwärter vor allem um endlich etwas Geld für die Familiengründung heranzuschaffen, während sein Vorgesetzter ihn von oben herab behandelt und alles daran setzt, dass sein neuer Geselle nicht in die Nähe des Lichtes gelangt. Zudem scheint es so, als wäre es seinen ehemaligen Untergebenen nicht gerade gut ergangen. Noch eine weitere Idee wäre allerdings, dass das Licht ganz einfach für Erleuchtung steht. Wir sehen also,
Der Film bietet einiges an Stoff, welcher über das Gesehene weit hinausgeht, und einiges an Material für jene Leute bietet, welche gerne mehr zu erkennen bereit sind. Mein Fazit: The Lighthouse ist ein herrlich düsterer und unglaublich stilsicherer Horror-Psycho-Thriller, der sowohl technisch als auch inhaltlich wahnsinnig viel zu bieten hat, stellenweise sogar auf makabere Weise humorvoll daherkommt und vor allem unglaublich gut gespielt ist. Dafoe und Pattinson sollten zumindest mit einer Oscar-Nominierung für ihre Rollen geehrt werden. Doch so sehr The Lighthouse auch begeistert, gerade der erste Akt ist etwas zu lang und vor allem langatmig geraten, und auch insgesamt hätte der Film gute 10 bis 15 Minuten kürzer gewesen sein können. Gerade die zahlreichen Angriffe auf heute übliche Sehgewohnheiten werden daher vermutlich den einen oder anderen abschrecken. Doch trotzdem sollte man Robert Eggers und seinem neuen Film eine Chance geben, denn sonst verpasst man definitiv einen der interessantesten Vertreter im Horrorgenre, den es in den letzten Jahren zu sehen gab. Und auch wenn ich den Film nicht perfekt fand und ihm etwas weniger abgewinnen konnte als andere, so gibt es von mir dennoch eine klare Sehempfehlung und starke 4 von 5 Punkten mit Tendenz nach oben für dieses außergewöhnliche Stück Filmkunst. Daddy! Let Neptune strike ye dead, Winslow! Hark! All right, have it your way.